Stell dir vor, es ist Montagmorgen. Du gehst die Treppe hinunter zu deinem Auto. Dein Nachbar kommt dir entgegen, der gleiche Nachbar, mit dem du vor 2 Wochen noch ganz normal gegrüßt hast. Du hebst die Hand, lächelst freundlich und sagst: Guten Morgen. Und was passiert? Nichts. Er schaut dich nicht an, er grüßt nicht zurück. Er geht einfach an dir vorbei, als würdest du Luft sein. Sein Gesicht ist ernst, fast feindselig. Du fragst dich verwirrt: Was hab ich denn getan? Habe ich ihm auf die Füße getreten? Habe ich etwas Schlimmes gesagt? Und das Schlimmste daran? Du weißt es nicht. Du hast absolut keine Ahnung, was passiert ist. Das ist genau das Gefühl, das Tausende von Expats, Austauschstudenten und internationalen Fachkräften in Deutschland jeden Tag haben. Und ich bin hier, um dir zu sagen, du bist nicht allein mit diesem Gefühl. Und noch wichtiger, der Grund für dieses mysteriöse Schweigen ist nicht dein Fehler, zumindest nicht bewusst. Der Grund ist, dass du eine oder mehrere ungeschriebene Regeln der deutschen Nachbarschaftskultur gebrochen hast. Und diese Regeln? Niemand erklärt sie dir. Sie werden nicht ausgesprochen. Sie sind wie ein Code, den alle Deutschen instinktiv verstehen, weil sie damit aufgewachsen sind, aber der einfach nicht in den offiziellen Orientierungskursen auftaucht. Mein Name ist übrigens Anna. Ich bin dein Begleiter durch die nächste Stunde. Und meine Mission ist es, dir diese 8 ungeschriebenen Regeln nicht nur zu erklären, sondern dir auch zu zeigen, warum Deutsche sie so ernst nehmen. Wir werden zusammen in die Seele der deutschen Nachbarschaftskultur eintauchen. Wir werden verstehen, warum eine Mülltrennung nicht einfach nur eine Mülltrennung ist, warum Ruhezeiten nicht nur Empfehlungen sind und warum ein einfacher Gruß im Treppenhaus tatsächlich eine komplexe soziale Choreografie sein kann. Aber bevor wir da hineinspringen, lass mich dir eine Frage stellen. Kennst du das Gefühl, dass du in einem Land lebst oder arbeitest und ständig machst du etwas falsch, ohne zu wissen was? Du bemühst dich, du versuchst freundlich zu sein, du versuchst dich einzupassen. Und trotzdem, irgendetwas stimmt nicht. Dein Nachbar ist plötzlich kalt. Deine Kollegin meidet dich, der Hausmeister schaut dich böse an. Das ist nicht deine Schuld, das ist kein persönliches Versagen, das ist ein kulturelles Missverständnis. Und genau deswegen sind wir hier. Lass mich dir eine Person vorstellen. Mark ist ein Kanadier, 32 Jahre alt, arbeitet als Softwareentwickler in Berlin. Er ist jetzt seit 6 Monaten hier und für die ersten 4 Monate war alles großartig. Seine Nachbarn waren ungenießbar nett. Oder zumindest schienen sie es zu sein. Sie grüßten ihn freundlich, nickten ihm zu, wenn er die Treppe hinunterging. Mark dachte: Wow, die Deutschen sind eigentlich gar nicht so kalt, wie alle immer sagen. Aber dann, und das ist die entscheidende Wende in Marks Geschichte, dann hatte Mark eine Party. Eine ganz normale Party, ein paar Freunde, etwas Musik, nichts Verrücktes. Die Musik spielte bis etwa 23 Uhr. Mark hatte gehört, dass die Ruhezeit um 22 Uhr beginnt, aber er dachte sich: Eine Stunde länger ist doch nicht so schlimm. Das ist doch nicht das Ende der Welt. Das war sein Fehler. Nicht, weil es objektiv falsch war, sondern weil er die ungeschriebenen Regeln der deutschen Nachbarschaftskultur unterschätzt hatte. Am nächsten Morgen, und das ist wirklich wahr, erhielt Mark einen handschriftlichen Brief unter seiner Tür. Einen echten, handgeschriebenen Brief von einer seiner Nachbarinnen. Der Brief war höflich, aber unmissverständlich. Sie schrieb, dass die Lautstärke inakzeptabel sei,
dass es gegen die Hausordnung verstoße und dass sie erwarte, dass sich so etwas nicht wiederholt. Mark war geschockt. Er hatte sich nicht böse verhalten, er war nicht respektlos gewesen. Aber genau das war das Problem. Er hatte die Grenzen nicht gekannt. Und hier wird es interessant. Das ist der Moment, in dem Mark begann zu verstehen, dass es nicht nur um die Regeln an sich geht. Es geht um das, was die Regeln bedeuten. Die Regeln sind das Fenster in die deutsche Seele, in die deutsche Kultur, in das deutsche Selbstverständnis. Wenn du verstehen möchtest, warum Deutsche sich so sehr um Ruhezeiten, Mülltrennung und Ordnung im Treppenhaus kümmern, musst du verstehen, woher dieses Denken kommt. Du musst verstehen, dass Ordnung nicht nur eine praktische Notwendigkeit ist, Ordnung ist ein Wert. Ordnung ist eine Philosophie. Ordnung ist Teil der deutschen Identität. Und das führt uns zu einer sehr wichtigen Frage. Warum legen Deutsche eigentlich so großen Wert auf Regeln? Warum kümmern sich Deutsche um die Dinge, die anderen Kulturen völlig egal sind? Die Antwort liegt teilweise in der Geschichte. Deutschland und besonders die Regionen, die wir heute kennen, waren über Jahrhunderte fragmentiert. Es gab verschiedene Königreiche, verschiedene Fürstentümer, verschiedene Religionen. Und als diese Regionen im 19. Jahrhundert zu einem Land zusammengefasst wurden, war eine der wichtigsten Ideen, die dahinter steckte: Wenn wir alle die gleichen Regeln befolgen, können wir zusammenleben. Wenn wir Ordnung haben, wenn jeder seinen Platz kennt, wenn jeder weiß, was zu tun ist, dann kann der Staat funktionieren. Diese Philosophie ist bis heute in der deutschen Kultur lebendig. Es geht nicht darum, dass Deutsche dich schlecht behandeln wollen oder dir etwas Böses wünschen. Es geht darum, dass sie daran glauben, dass Regeln die Grundlage eines funktionierenden Zusammenlebens sind. Das ist keine Paranoia, das ist Pragmatismus. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Und dieser Grund ist eng verbunden mit der Art, wie Deutsche denken. Es gibt ein deutsches Konzept, das sehr wichtig für dein Verständnis ist: Sachlichkeit. Das bedeutet ungefähr eine sachliche, rationale, emotionslose Herangehensweise an Probleme. Wenn es um Regeln geht, dann geht es nicht darum, ob dir die Regel sympathisch ist oder ob sie sich fair anfühlt. Es geht darum, ob die Regel logisch ist. Ist die Regel logisch, dann wird sie befolgt. Ist die Regel sinnvoll, dann ist sie ernst. Und wenn jemand die Regel bricht, besonders wenn es wiederholt passiert, dann ist das nicht einfach eine kleine Nachlässigkeit. Das ist ein Zeichen mangelnden Respekts vor dem System, das uns alle am Leben erhält. Jetzt fragst du dich vielleicht: Okay, das klingt irgendwie stressig. Sind Deutsche wirklich alle so pedantisch? Sind wirklich alle so unhöflich? Und die Antwort ist: Nein. Deutsche sind nicht unhöflich. Deutsche sind nicht pedantisch in dem Sinne, dass sie dir das Leben schwer machen wollen. Deutsche sind organisiert. Deutsche sind gewissenhaft. Und ja, Deutsche nehmen diese ungeschriebenen Regeln sehr ernst, aber nicht um dich zu quälen, sondern weil sie es als ihr Fundament betrachten, auf dem der Frieden und die gegenseitige Rücksicht aufgebaut sind. Auch, was genau sind diese 8 Regeln, die wir in dieser Stunde durchgehen werden? Lass mich sie dir schnell aufzählen, damit du weißt, worauf wir uns freuen können. Die erste Regel dreht sich um Ruhezeiten. Die zweite Regel ist der Lautstärkekodex, also wann es laut sein darf und wann nicht. Die dritte Regel behandelt das Treppenhaus und gemeinsame Räume, was dort hineingehört und was nicht. Die vierte Regel ist der Respekt vor dem Hausmeister oder der Hausverwaltung. Ja,
das ist wirklich wichtig. Die 5. Regel, und das ist die wahrscheinlich komplexeste, ist die Mülltrennung. Das ist nicht einfach nur eine praktische Sache, das ist eine ganze Philosophie. Die 6. Regel ist der Treppenhausgruß, ein soziales Ritual, das du kennen musst. Die 7. Regel ist das Verständnis dafür, dass Nachbarschaft nicht gleich Freundschaft ist. Und die 8. Regel, die Meta-Regel, ist der Respekt vor Grenzen. Das ist die Grundregel, auf der alles andere aufbaut. Während wir durch diese Stunde gehen, werden wir nicht einfach nur die Regeln aufzählen. Wir werden tief eintauchen. Wir werden verstehen, warum diese Regeln existieren. Wir werden Geschichten erzählen von Menschen wie Mark, aber auch von anderen Expats wie Bianca aus Brasilien, die nicht verstand, warum man keine Musik nach 22 Uhr spielen darf. Oder wie Thomas aus Australien, der dachte, das Treppenhaus wäre ein guter Platz, um seine Fahrräder zu lagern. Wir werden ihre Fehler analysieren, nicht um sie zu verurteilen, sondern um aus ihnen zu lernen. Und wir werden am Ende verstehen, dass es nicht um Regeln um der Regeln willen geht. Es geht um gegenseitigen Respekt. Es geht darum, dass Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Erwartungen friedlich nebeneinander leben können. Hier ist eine Sache, die ich dir direkt sagen möchte. Wenn du das hier hörst und du denkst, Gott, das klingt ja furchtbar, die Deutschen sind ja alle Robots, dann möchte ich dir widersprechen. Deutsche sind nicht kalt, Deutsche sind nicht emotionslos. Deutsche sind, und das ist sehr wichtig, sehr fair. Deutsche respektieren Menschen, die den Regeln folgen. Deutsche schätzen Menschen, die Ordnung halten. Und wenn du das Gefühl hast, dass dein Nachbar dich plötzlich vermeidet, dann ist das nicht Bosheit, das ist Enttäuschung. Dein Nachbar dachte, ihr könntet nach den gleichen Regeln zusammenleben. Und dann hast du, ohne es zu wissen, die Regeln gebrochen. Das fühlt sich für den Deutschen wie ein Vertrauensbruch an. Ein kleiner, unbewusster Vertrauensbruch, aber immer noch ein Vertrauensbruch. Und genau darum bin ich hier. Meine Aufgabe in dieser Stunde ist es, dir diese Regeln so zu erklären, dass du sie nicht nur verstehst, sondern auch verinnerlichst. Ich möchte, dass du am Ende dieser Stunde nicht einfach nur eine Liste hast. Ich möchte, dass du ein echtes Verständnis hast für die deutsche Mentalität, die hinter diesen Regeln steckt. Ja. Ich möchte, dass du verstehst, dass es nicht komisch ist, dass Deutsche diese Dinge ernst nehmen, sondern dass es völlig logisch ist, wenn man die deutsche Kultur kennt. Auch bist du bereit? Bist du bereit, in die Welt der ungeschriebenen Regeln einzutauchen? Bereit zu verstehen, warum dein Nachbar dich plötzlich nicht mehr grüßt? Bereit, die 8 Geheimnisse zu lüften, die Tausende von Expats verwirren? Dann lass uns anfangen. Schnall dich an. Wir gehen auf eine Reise ins Herz der deutschen Nachbarschaftskultur. Und am Ende wirst du verstehen, warum ein einfacher Gruß im Treppenhaus tatsächlich eine ganze Welt von Bedeutung haben kann. Okay, wir sind also in die Welt der deutschen Nachbarschaftskultur eingetaucht. Wir haben verstanden, dass es nicht einfach nur um Regeln geht, sondern um eine ganze Philosophie, die über Jahrhunderte gewachsen ist. Wir haben Mark kennengelernt, der mit seiner Party einen großen Fehler machte. Und jetzt kommen wir zu dem Kern des Problems. Zu dem, das wahrscheinlich mehr internationale Konflikte in deutschen Mehrfamilienhäusern verursacht hat als alles andere zusammen.
Ruhezeiten und der Lautstärke-Kodex. Lass mich ehrlich mit dir sein. Wenn es nur eine Regel gäbe, die du aus dieser ganzen Stunde mitnehmen solltest, dann wäre es diese. Die Ruhezeiten sind nicht verhandelbar. Sie sind nicht optional, sie sind nicht ungefähr. Die Ruhezeiten sind heilig und ich meine das wörtlich. In der deutschen Kultur haben Ruhezeiten einen Status, den man nur mit religiösen Regeln vergleichen kann. Sie sind nicht negoziable, sie sind nicht flexibel und wenn du sie brichst, dann begibst du dich auf dünnes Eis. Lass mich dir zunächst die Fakten geben. Die gesetzlich festgelegte Nachtruhe dauert in den meisten deutschen Bundesländern von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Das bedeutet, ab 22 Uhr sollte es keine Musik geben, keine Partys, keine lauten Gespräche, keine Bohrmaschine, nichts, das Lärm macht. Von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens ist dein Zuhause dein Reich, aber nur solange du leise bist. Das ist kein Vorschlag, das ist das Gesetz. Es steht in deiner Hausordnung, es steht in deinem Mietvertrag. Es ist Teil des deutschen Ordnungssystems. Aber warte, es wird noch interessanter. Viele deutsche Bundesländer und Regionen haben zusätzlich eine Mittagsruhe. Das bedeutet, dass zwischen 12 und 14 Uhr, genau zur Mittagszeit, ebenfalls eine reduzierte Lautstärke gilt. Das ist besonders in ländlicheren Regionen und in Wohngebieten sehr ernst genommen. Stell dir vor, es ist Samstag 12:30 Uhr und du willst deine Wohnung renovieren. Du wolltest gerade deine Bohrmaschine rausholen, um ein paar Regale aufzuhängen. Und dann plötzlich fällt dir ein, Mittagsruhe. Du musst warten. Du musst bis 14 Uhr warten. Das ist nicht höflich sein. Das ist das Gesetz. Das ist die Realität in Deutschland. Aber warte, es wird noch komplizierter. Und das ist genau der Punkt, an dem viele Expats verwirrt werden. Es gibt auch Sonntage und Feiertage. Der Sonntag in Deutschland, das ist noch wichtiger als an normalen Wochentagen. Der Sonntag ist der Ruhetag, der Tag der Ruhe, der Tag der Familie, der Tag, an dem man Dinge tut, die keine Lärmbelästigung verursachen. Am Sonntag darfst du nicht Rasen mähen, nicht laut Musik hören, nicht zimmern, nicht bohren, nicht hämmern, nichts, das Krach macht. Der Sonntag ist heilig. Nicht in religiöser Hinsicht, sondern in kultureller Hinsicht. Der Sonntag ist der eine Tag in der Woche, an dem alle Nachbarn erwarten können, dass es ruhig ist. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, aber warum ist das so wichtig? Warum nehmen Deutsche das so ernst? Und das ist eine sehr gute Frage. Die Antwort liegt in der Art, wie Deutsche Erholung, Schlaf und Lebensqualität verstehen. Für Deutsche ist Ruhe nicht einfach nur angenehm. Ruhe ist notwendig. Ruhe ist ein Menschenrecht. Ruhe ist die Grundlage für Gesundheit, Produktivität und Wohlbefinden. Wenn du jemandem seine Ruhe raubst, raubst du ihm aus der deutschen Perspektive etwas Fundamentales. Das ist nicht übertrieben, das ist nicht emotional. Das ist eine rationale Überzeugung, die sehr, sehr tief in der deutschen Kultur verankert ist. Aber hier wird es wirklich interessant. Und hier werden viele Expats zum ersten Mal verwirrt. Es gibt, neben den gesetzlichen Ruhezeiten, auch noch die ungeschriebenen Ruhezeiten. Diese sind viel subtiler, aber ebenso wichtig. Zum Beispiel zwischen 13 und 15 Uhr, wenn viele Menschen von der Arbeit nach Hause kommen, erwarten Deutsche eine ruhigere Zeit. Das ist nicht offiziell, das ist nicht im Gesetz. Aber es ist erwartet, es ist Teil des Mindset, das ist die Kultur. Und jetzt müssen wir über etwas sprechen, das viele Expats nicht verstehen, den Lautstärke-Kodex.
Das ist das ungeschriebene System, das bestimmt, was laut ist und was angemessen ist. Und genau hier passieren die meisten Missverständnisse. Lass mich dir ein konkretes Beispiel geben. Stell dir vor, du staubsaugst deine Wohnung am Samstagmorgen um 9 Uhr. Das ist aus der deutschen Perspektive absolut in Ordnung. Staubsaugen ist eine normale Haushaltstätigkeit. Es ist laut, ja, aber es ist akzeptiert. Warum? Weil es praktisch ist, weil es notwendig ist, weil es Teil der normalen Haushaltsroutine ist. Dein Nachbar wird nicht klingeln und sich beschweren, wenn du um 9 Uhr Samstagmorgens staubsaugst. Das ist im grünen Bereich. Aber jetzt stell dir vor, du hörst Musik, laut, bassschwer, Hip-Hop oder Rock. Und das am gleichen Samstagmorgen um 9 Uhr. Was passiert? Plötzlich ist die Sache anders. Plötzlich ist es nicht mehr notwendige Haushaltstätigkeit, plötzlich ist es Lärmbelästigung. Warum? Weil Musik, besonders wenn sie laut ist, als Vergnügen wahrgenommen wird, nicht als Notwendigkeit. Und Vergnügen in den Augen deiner Nachbarn ist etwas, das du privat leise für dich selbst tun solltest. Nicht etwas, das die ganze Nachbarschaft ertragen muss. Das ist die Logik des Lautstärkekodex. Es geht nicht um die absolute Dezibelzahl, es geht um die Intention. Es geht um die Frage, ist dies eine notwendige Aktivität oder ist dies Vergnügen, das die Allgemeinheit beeinflusst? Wenn es eine notwendige Aktivität ist, dann wird es toleriert. Wenn es Vergnügen ist, dann sollte es leise sein oder es sollte nicht stattfinden. Hier ist noch ein wichtiger Punkt, und das verstehen viele internationale Menschen nicht. In Deutschland gibt es ein Konzept, das sich Ruhegebot nennt. Das bedeutet, es gibt Zeiten, in denen du nicht nur keine Musik spielen darfst, in denen du nicht nur nicht laut Freunde einladen darfst, du darfst auch nicht laut Besuch haben. Du darfst nicht laut lachen, du darfst nicht laut mit deinen Freunden reden. Das klingt absurd, nicht wahr? Aber für Deutsche ist das völlig normal. Wenn es 23 Uhr ist und du Besuch hast und ihr sitzt in deinem Wohnzimmer und redet und lacht und das ist so laut, dass es durch die Wand zu hören ist, dann brichst du das Ruhegebot. Kennst du das Gefühl, wenn du irgendwo bist und es ist so unfassbar laut? Eine Party, eine Diskothek, ein Konzert und du hinterher einfach erschöpft bist? Du brauchst Zeit, um dich zu erholen, nicht wahr? Das ist genau das Konzept. Deutsche verstehen, dass Lärm, egal woher er kommt, anstrengend ist. Dass Lärm dich am Schlafen hindert, dich stresst, deine Lebensqualität reduziert. Und deswegen ist die Kontrolle von Lärm, die Einhaltung von Ruhezeiten nicht einfach nur eine Regel. Das ist ein Akt der gegenseitigen Rücksicht. Jetzt möchte ich dir jemanden vorstellen. Ihr Name ist Bianca. Bianca ist 28 Jahre alt und kommt aus Brasilien. Sie ist Englischlehrerin und arbeitet an einem Gymnasium in München. Bianca ist eine großartige Person, freundlich, offen, energiegeladen. Sie liebt Musik. Und in Brasilien, wo sie aufgewachsen ist Musik ein großer Teil der Kultur. Menschen hören Musik, überall, die ganze Zeit. Musik ist Teil des Lebens, Teil der Gemeinschaft. Das ist nicht etwas Privatem, das ist etwas Sozialem. Bianca zieht also in eine kleine Wohnung in München in einem typischen deutschen Mehrfamilienhaus. Und in der ersten Woche ist alles großartig. Ihre Nachbarn sind nett, sie grüßen sie sind freundlich. Bianca denkt, die Deutschen sind nicht so schlecht, wie alle sagen. Aber dann, es ist ein Freitagabend und Bianca hat Freunde eingeladen.
Sie kochen zusammen, sie essen und dann, irgendwann am Abend, fangen sie an, Musik zu spielen. Nicht extrem laut, nicht ungewöhnlich, normalerweise brasilianische Musik, Samba, Bossa Nova. Bianca und ihre Freunde tanzen ein bisschen, sie singen mit, sie haben Spaß. Es ist 21 Uhr. Es ist noch nicht einmal 22 Uhr. Bianca denkt, okay, wir sind noch vor der offiziellen Ruhezeit. Das sollte in Ordnung sein. Und dann klopfen an der Tür. Eine Nachbarin, eine ältere Frau, vielleicht 60 Jahre alt. Und sie ist nicht glücklich. Sie sagt zu Bianca, muss das sein? Es ist schon 21 Uhr. Bianca ist verwirrt. Sie sagt, aber die Ruhezeit fängt erst um 22 Uhr an, nicht wahr? Und die Nachbarin antwortet, das ist egal, sie ist laut, das ist Lärmbelästigung und ich möchte es nicht hören. Bianca ist geschockt. Sie ist verletzt. Sie hat nicht versucht, jemanden zu ärgern. Sie wollte nur Freunde einladen und ein bisschen Spaß haben. Das ist normal in Brasilien. Das ist normal in vielen Ländern der Welt. Aber was Bianca nicht verstand, war das Konzept des Lautstärkekodex, das wir gerade besprochen haben. Aus der Perspektive ihrer Nachbarin war es nicht wichtig, dass es noch nicht 22 Uhr war. Was wichtig war, Bianca spielte Musik, Vergnügen, nicht Notwendigkeit, und diese Musik war laut genug, um gehört zu werden. Das war das Problem. Das war die Regel, die Bianca unbewusst gebrochen hatte. Und das führt zu einem sehr wichtigen Punkt, den ich dir erklären möchte. Es gibt nicht einfach nur eine Regel, sei leise. Es gibt ein ganzes System von Regeln, das damit zu tun hat, wie laut verschiedene Aktivitäten sein dürfen und in welchen Zeiten. Auch lass mich das systematisieren. Zunächst notwendige Aktivitäten, das sind Dinge wie Staubsaugen, Wäsche waschen, duschen, Geschirr spülen. Diese Aktivitäten sind laut, ja, aber sie sind notwendig und deswegen werden sie bis zu einem gewissen Grad toleriert. Aber, und das ist wichtig, auch hier gibt es Grenzen. Du solltest diese Aktivitäten nicht um 6 Uhr morgens durchführen, wenn alle noch schlafen. Du solltest sie nicht um 23 Uhr durchführen, wenn alle schlafen wollen. Der Sweet Spot für diese Aktivitäten ist tagsüber, idealerweise zwischen 8 Uhr morgens und 20 Uhr abends. Zweitens, Freizeitaktivitäten. Das sind Dinge wie Musik hören, Freunde einladen, feiern, laut reden. Diese Aktivitäten sind, from the German perspective, Luxus. Sie sind nicht notwendig. Sie sind angenehm, ja, aber sie sind nicht notwendig. Und deswegen werden sie sehr viel restriktiver behandelt. Diese Aktivitäten sollten nicht die Nachbarn beeinträchtigen. Punkt. Drittens, besondere Anlässe. Das sind Dinge wie Geburtstage, kleine Feiern, gelegentliche Freunde einladen. Diese sind etwas dazwischen. Sie sind akzeptabel, aber sie sollten nicht die Regel sein. Und sie sollten nicht zu ungünstigen Zeiten stattfinden. Wenn du eine Party geben möchtest, die länger dauert, dann solltest du deine Nachbarn vorher informieren. Du solltest ihnen einen Hinweis geben. Du solltest ihnen Respekt zeigen. Und hier ist etwas, das absolut faszinierend ist und das viele nicht wissen. In manchen Wohnkomplexen in Deutschland gibt es sogar offizielle Regeln für Partys. Ja, wirklich. Es ist schriftlich festgehalten, wann du eine Party geben darfst und bis wann sie dauern darf. Und wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann ist die Party vorbei. Nicht, weil die Polizei kommt, sondern weil alle wissen, dass die Regel existiert und niemand will den Konflikt mit seinen Nachbarn. Okay, aber jetzt möchte ich dir etwas sehr Wichtiges sagen.
Etwas, das ich in vielen deutschen Diskussionen über Lautstärke und Ruhezeiten bemerkt habe. Deutsche sind nicht, und ich möchte das wirklich betonen, Deutsche sind nicht ohne Sinn für Humor. Deutsche sind nicht humorlos. Deutsche verstehen, dass manchmal Sachen laut sind. Deutsche verstehen, dass Leben manchmal laut ist. Das Problem ist, sie verstehen auch, dass es Grenzen geben muss. Hier ist eine Analogie, die mir hilft, das zu erklären. Stell dir vor, du lebst in einer Stadt. In dieser Stadt gibt es Regeln für den Verkehr. Es gibt Geschwindigkeitsbegrenzungen, es gibt Ampeln, es gibt Vorfahrtsregeln. Jetzt könntest du argumentieren, aber warum? Warum können wir nicht alle einfach fahren, wie wir Lust haben? Und die Antwort ist offensichtlich, weil wir sonst alle zusammenstoßen würden. Weil Chaos entstehen würde, weil niemand sicher wäre. Die Verkehrsregeln sind nicht böse, sie sind nicht einschränkend, sie sind notwendig, damit das System funktioniert. Genauso denken Deutsche über Ruhezeiten und den Lautstärke-Kodex. Oh, sie sind nicht böse, sie sind notwendig, damit das Zusammenleben funktioniert. Sie sind notwendig, damit Menschen friedlich nebenei. Und jetzt möchte ich dir noch ein paar praktische Beispiele geben, damit du wirklich verstehst, wie der Lautstärke-Kodex funktioniert. Wenn es 10 Uhr morgens ist und du deine Bohrmaschine rausholen möchtest, um Regale aufzuhängen, das ist in Ordnung. Das ist nicht ideal, aber es ist in Ordnung. Wenn es aber 23 Uhr ist, dann ist das nicht in Ordnung. Punkt. Das ist Lärmbelästigung. Wenn du um 15 Uhr am Sonntag deine Freunde zu dir einlädst und ihr sitzt in deinem Wohnzimmer und unterhaltet euch, das ist völlig in Ordnung. Das ist normal. Wenn ihr aber um 23 Uhr immer noch laut redet und lacht, dann ist das ein Problem. Wenn du am Samstagmorgen um 9 Uhr Staubsauger läufst, das ist akzeptabel. Wenn du am Sonntagmorgen um 7 Uhr anfängst, Geschirr zu spülen und dabei Dinge rumzuwerfen, dann solltest du bis 8 oder 9 Uhr warten. Das ist der Lautstärke-Kodex. Es ist eine Balance zwischen Vernunft, Notwendigkeit und gegenseitiger Rücksicht. Es ist nicht böse gemeint, es ist nicht herzlos. Es ist pragmatisch, es ist deutsch. Und hier ist das Wichtigste. Wenn du diese Regeln befolgst, wenn du die Ruhezeiten respektierst, wenn du Lärm vermeidest, wenn du verstehst, dass Vergnügen privat sein sollte, dann werden deine Nachbarn dich respektieren. Sie werden dich grüßen, sie werden dir helfen, wenn du Hilfe brauchst. Sie werden dir ein guter Nachbar sein. Aber wenn du diese Regeln brichst, dann wirst du zum Problem. Und als Problem wirst du ignoriert. Und das ist schlimmer als jede böse Worte, die dir jemand sagen könnte. Wir haben also verstanden, dass Ruhezeiten und Lautstärke in der deutschen Kultur nicht einfach nur Empfehlungen sind, sie sind zentrale Werte, die darüber entscheiden, ob du von deinen Nachbarn akzeptiert wirst oder nicht. Oh, Bianca hat das gelernt, als ihre Nachbarin an ihre Tür klopfte. Mark hat das gelernt, als er einen handschriftlichen Brief erhielt. Und jetzt müssen wir über etwas sprechen, das fast ebenso wichtig ist, wenn nicht sogar noch wichtiger für das tägliche Zusammenleben. Wir müssen über das Treppenhaus sprechen. Wir müssen über gemeinsame Räume sprechen. Und wir müssen verstehen, warum Deutsche so obsessiv sind, wenn es um Ordnung in diesen Bereichen geht. Das Treppenhaus. Das ist nicht einfach nur der Ort, an dem du hochgehst, um zu deiner Wohnung zu kommen. Das Treppenhaus ist aus der deutschen Perspektive eine Gemeinschaftsfläche. Das ist ein gemeinsamer Raum, den alle Mieter teilen. Und genau weil es ein gemeinsamer Raum ist,
gibt es sehr klare Regeln darüber, was dort hineingehört und was nicht. Das ist nicht optional, das ist nicht verhandelbar, das ist wieder einmal heilig. Lass mich dir zunächst die fundamentale Regel erklären. Das Treppenhaus ist kein Lagerraum. Das Treppenhaus ist kein Abstellplatz. Das Treppenhaus ist nicht dein Raum. Das Treppenhaus gehört allen. Und weil es allen gehört, sollte es frei sein. Frei von Hindernissen, frei von persönlichen Gegenständen, frei von Unordnung. Das klingt vielleicht extrem, aber für Deutsche ist das absolut logisch. Warum? Weil das Treppenhaus ein Fluchtweg ist. Und wenn der Fluchtweg blockiert ist, dann gefährdet das die Sicherheit aller Menschen im Haus. Aber da geht es nicht nur um Sicherheit. Es geht auch um Respekt vor dem gemeinsamen Raum. Es geht um die Idee, dass der gemeinsame Raum die Identität des Hauses ist. Es geht darum, dass wenn das Treppenhaus sauber, ordentlich und frei ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Menschen im Haus sich respektieren, dass sie Wert auf Ordnung legen, dass sie Wert auf das Zusammenleben legen. Jetzt möchte ich dir einen sehr konkreten Fehler zeigen, den viele Experts machen. Und dieser Fehler verursacht mehr Konflikte als vielleicht jeder andere Fehler in dieser Liste. Lass mich dir Thomas vorstellen. Thomas ist 35 Jahre alt und kommt aus Australien. Er ist IT-Spezialist und arbeitet für ein großes Unternehmen in Hamburg. Thomas ist ein toller Kerl, praktisch veranlagt, resourceful, handwerklich geschickt. Und als Thomas in Hamburg ankommt, kauft er sich gleich ein Fahrrad. Ein sehr gutes Fahrrad, ein teures Fahrrad. Aber dann entsteht ein Problem. Thomas hat keinen Kellerplatz für sein Fahrrad. Sein Kellerabteil ist klein, es hat keinen Platz. Also denkt sich Thomas: Ich stelle mein Fahrrad einfach ins Treppenhaus. Ich stelle es neben die Wand. Es nimmt nicht viel Platz weg. Es ist nicht im Weg. Das sollte in Ordnung sein. Und Thomas stellt sein Fahrrad ins Treppenhaus. Nicht nur sein Fahrrad, bald hat Thomas auch ein zweites. Und weil sein Freund Michael besucht, stellt auch Michael sein Fahrrad da ab. Und plötzlich sind es 4 Fahrräder im Treppenhaus. 4. Nun, was passiert? Die Nachbarin von Thomas, ihr Name ist Gisela, sie ist 67 Jahre alt und lebt schon 30 Jahre im Haus, sieht das und wird wütend. Sie sieht das nicht einfach als ein paar Fahrräder neben der Wand, sie sieht das als Chaos. Sie sieht das als Unordnung. Sie sieht das als Missachtung der Hausordnung. Und sie tut das, was Deutsche in so einer Situation tun. Sie schreibt einen Brief. Nicht an Thomas direkt. Nein, sie hängt einen Brief am schwarzen Brett im Treppenhaus auf. Einen offenen Brief an alle Hausbewohner. In diesem Brief schreibt sie, das Treppenhaus ist kein Lagerplatz. Die Hausordnung schreibt vor, dass Fahrräder im Fahrradkeller oder in den privaten Kellerabteilen zu lagern sind. Wer gegen diese Regel verstößt, muss mit Konsequenzen rechnen. Thomas sieht diesen Brief und ist verwirrt. Er denkt: Was ist denn los? Ich habe doch nichts Schlimmes getan. Ich stelle mein Fahrrad einfach weg. Das ist doch nicht so dramatisch. Aber für Gisela und für 80% aller anderen Nachbarn im Haus ist das sehr dramatisch. Es ist nur ein Fahrrad. Es ist ein Verstoß gegen die fundamentalen Regeln des Zusammenlebens. Und hier möchte ich dir etwas sehr Wichtiges erklären. Es gibt ein deutsches Konzept, das sich Hausordnung nennt. Das ist ein offizielles Dokument, das festlegt, wie das Haus funktioniert. Und dieses Dokument ist sehr, sehr detailliert.
Es sagt dir, was du wo machen darfst. Es sagt dir, wo du Fahrräder lagern musst. Es sagt dir, wo du Müll wegbringst. Es sagt dir, wann du den Boden im Treppenhaus wischen darfst. Es sagt dir sogar, wann du deine Fenster öffnen darfst, wenn das Lärm verursachen könnte. Die Hausordnung ist nicht einfach eine Richtlinie. Die Hausordnung ist das Gesetz des Hauses. Sie ist bindend. Wenn du gegen die Hausordnung verstößt, dann können dir im schlimmsten Fall Konsequenzen drohen. Du kannst gekündigt werden. Ja, wirklich. Die Vermieterin oder der Vermieter kann dich kündigen, wenn du wiederholt gegen die Hausordnung verstößt. Jetzt fragst du dich vielleicht, aber wie kann das sein? Wie kann man jemanden kündigen, weil er sein Fahrrad ins Treppenhaus stellt? Und die Antwort ist, das ist nicht nur wegen des Fahrrads. Das ist wegen des Prinzips. Wenn jemand wiederholt gegen die Regeln verstößt, wiederholt versteht du, dann zeigt das mangelnden Respekt vor dem System, das alle am Leben erhält. Das ist der Gedanke dahinter. Aber es geht nicht nur um Fahrräder. Es gibt so viele Dinge, die Menschen ins Treppenhaus stellen, die dort nicht hingehören. Schuhe. Ja, manche Menschen stellen ihre Schuhe ins Treppenhaus, um sie zu trocknen oder um Platz zu sparen. Das ist nicht in Ordnung. Müll. Manche Menschen stellen ihre Müllsäcke dort ab. Das ist nicht in Ordnung. Kinderwagen. Das ist kompliziert. In manchen Häusern ist das erlaubt, in anderen nicht. Es hängt von der Hausordnung ab. Pflanzen? Nein, auch das nicht. Der Flur ist kein Garten. Koffer? Nein, auch das nicht. Der Flur ist kein Lagerhaus. Und weißt du, was noch wichtiger ist? Es geht nicht nur darum, dass diese Dinge dort nicht sein sollten. Es geht darum, dass es ein Gefühl gibt, ein deutsches Gefühl, dass wenn das Treppenhaus unordentlich ist, dann ist es ein Zeichen von Respektlosigkeit. Es ist ein Zeichen dafür, dass jemand denkt, dass seine persönlichen Bedürfnisse wichtiger sind als der gemeinsame Raum. Und das wird sehr, sehr schlecht angesehen. Ich möchte dir noch ein anderes Beispiel geben. Stell dir vor, du kommst nach Hause und du siehst, dass jemand eine große Kiste im Treppenhaus abgestellt hat. Eine große, sperrige Kiste. Sie nimmt viel Platz weg. Es steht kein Name darauf. Es steht nicht, wie lange die Kiste dort bleiben wird. Die Kiste nimmt einfach nur Platz weg. Jetzt, aus der deutschen Perspektive, ist das nicht nur unangenehm. Das ist aggressiv. Das ist respektlos. Das ist ein Zeichen dafür, dass jemand denkt, meine Bedürfnisse sind wichtiger als eure Bedürfnisse. Mein Platz ist wichtiger als unser gemeinsamer Platz. Und das führt mich zu einem sehr wichtigen Punkt. In deutschen Häusern, zumindest in gut verwalteten Häusern, gibt es oft Hausmeister oder eine Hausverwaltung. Der Hausmeister ist nicht nur dafür zuständig, den Rasen zu mähen oder die Treppe zu putzen. Der Hausmeister ist auch dafür zuständig, sicherzustellen, dass die Hausordnung eingehalten wird. Der Hausmeister ist der Regelwächter. Und hier ist etwas, das viele Menschen nicht verstehen. Der Hausmeister ist nicht dein Freund und nicht dein Feind. Der Hausmeister ist ein Agent des Systems. Und wenn der Hausmeister sieht, dass du gegen die Regeln verstößt, dann wird er dich höflich, aber bestimmt darauf hinweisen. Er wird sagen, das geht nicht, das steht in der Hausordnung, Sie müssen das entfernen. Und das ist nicht böse gemeint, das ist seine Arbeit. Aber, und das ist wichtig, die Reaktion vieler Expats auf den Hausmeister ist manchmal falsch. Sie denken, der Hausmeister ist unhöflich. Sie denken, der Hausmeister ist zu streng. Sie denken, der Hausmeister könnte ein bisschen weniger ernsthaft sein.
Aber das ist ein kulturelles Missverständnis. Der Hausmeister ist nicht unhöflich, der Hausmeister ist direkt. Der Hausmeister ist klar, der Hausmeister ist sachlich. Und das ist genau, wie Deutsche es erwarten. Wenn der Hausmeister dir sagt, das geht nicht, dann meint der Hausmeister nicht, du bist ein schlechter Mensch. Der Hausmeister meint, die Regel ist die Regel und die Regel muss eingehalten werden. Das ist nicht persönlich, das ist professionell. Das ist deutsch. Jetzt möchte ich dir noch etwas sehr Interessantes über die deutsche Ordnung erklären. Es gibt ein deutsches Wort, das sehr wichtig für das Verständnis dieser Kultur ist. Ordnung. Und Ordnung bedeutet nicht einfach nur aufgeräumt sein. Ordnung bedeutet System. Ordnung bedeutet Struktur. Ordnung bedeutet Regeln, die eingehalten werden. Ordnung ist, ich möchte das wirklich betonen, ein Wert. Das ist nicht einfach eine praktische Sache, das ist eine moralische Sache. Für Deutsche ist Ordnung nicht synonym mit Langeweile oder Unfreiheit. Für Deutsche ist Ordnung synonymous mit Freiheit. Warum? Weil wenn es Ordnung gibt, wenn es Regeln gibt, wenn alle wissen, was zu erwarten ist, dann kann jeder in Frieden leben. Dann kann jeder sein Leben führen, ohne ständig zu überrascht zu werden, ohne ständig Konflikte zu haben. Ordnung ist befreiend, nicht einengend. Das ist die deutsche Logik. Und deswegen ist der Hausmeister nicht der Feind. Und deswegen ist die Hausordnung nicht unterdrückend. Und deswegen darfst du dein Fahrrad nicht ins Treppenhaus stellen. Weil wenn jeder sein Fahrrad ins Treppenhaus stellen würde, wenn jeder seine persönlichen Dinge in den gemeinsamen Raum stellen würde, dann würde Chaos entstehen. Dann würde das System zusammenbrechen. Dann könnte niemand mehr in Frieden leben. Lass mich dir noch ein letztes Beispiel geben. Stell dir vor, du bist Thomas und du hast endlich verstanden, dass du dein Fahrrad nicht ins Treppenhaus stellen darfst. Also fragst du den Hausmeister, okay, wo soll ich mein Fahrrad denn lagern? Und der Hausmeister antwortet, das steht in der Hausordnung. Lesen Sie die Hausordnung. Und wenn du die Hausordnung liest, dann siehst du, dass es einen Fahrradkeller gibt. Einen speziellen Raum, in dem alle Fahrräder gelagert werden. Das ist nicht etwas, das der Hausmeister erfunden hat. Das ist nicht etwas, das der Vermieter erfunden hat. Das ist aus der deutschen Perspektive das logische System. Es gibt einen Platz für Fahrräder, es gibt einen Platz für Müll, es gibt einen Platz für Kinderwagen, es gibt einen Platz für alles. Und wenn jeder seinen Platz benutzt, wenn jeder die Regeln befolgt, dann funktioniert das System perfekt. Dann gibt es keinen Konflikt, dann gibt es keine Probleme, dann können alle in Ordnung und in Frieden zusammenleben. Und das ist die Regel Nummer 3 und 4, die wir hier gelernt haben. Regel 3, das Treppenhaus ist nicht dein Raum. Das Treppenhaus ist ein gemeinsamer Raum und gemeinsame Räume müssen frei und ordentlich sein. Und Regel 4, der Hausmeister und die Hausverwaltung sind nicht deine Feinde, sie sind die Guardians des Systems. Sie halten die Ordnung. Und wenn du Respekt vor dem System hast, dann wirst du Respekt vor dem Hausmeister haben. Und wenn du Respekt vor dem Hausmeister hast, dann wird der Hausmeister dir helfen, wenn du Hilfe brauchst. Wir haben also verstanden, dass das Treppenhaus ein heiliger Raum ist, ein Raum der Ordnung, der Respekt und der gegenseitigen Rücksicht. Deswegen eben. Thomas hat gelernt, dass sein Fahrrad dort nicht hingehört.
Der Hausmeister ist nicht der Böse in dieser Geschichte, er ist der Hüter eines Systems, das für alle funktionieren soll. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, das wahrscheinlich mehr internationale Fassungslosigkeit verursacht hat als alles andere zusammen. Wir kommen zur Mülltrennung. Und wenn du dachtest, dass die bisherigen Regeln kompliziert waren, dann halte dich fest. Die Mülltrennung in Deutschland ist nicht nur eine Regel. Die Mülltrennung ist eine Religion. Lass mich dir zunächst sagen, die deutsche Mülltrennung ist wahrscheinlich das komplexeste Müllsystem der Welt. Es ist nicht einfach. Müll weg und gut ist. Es ist nicht einfach. Plastik hier, Papier dort. Es ist ein System, das, wenn du es zum ersten Mal siehst, aussieht, als hätte es jemand erfunden, der verrückt war. Lass mich dir die Grundlagen erklären. In Deutschland gibt es normalerweise 4 verschiedene Mülltonnen oder Müllbehältersysteme. Es gibt die Papiertonne, die ist normalerweise blau. Es gibt die Plastiktonne, die ist normalerweise gelb oder grün, je nach Region. Es gibt die Biomülltonne, die ist normalerweise braun oder grün. Und es gibt die Restmülltonne, die ist normalerweise schwarz oder grau. Aber, und das ist der Punkt, an dem viele Menschen anfangen zu verzweifeln, die Farben sind nicht überall gleich. In Bayern kann die Biotonne grün sein, in Berlin kann die Biotonne braun sein, in Hamburg kann die Biotonne orange sein. Und was in der einen Region Biomüll ist, kann in einer anderen Region Restmüll sein. Das ist keine Übertreibung, das ist die Realität. Deutschland hat 16 Bundesländer und jedes Bundesland hat teilweise seine eigenen Regeln für Mülltrennung. Und jetzt möchte ich dir etwas erzählen, das dir einen echten Eindruck davon gibt, wie ernst Deutsche das nehmen. Lass mich dir Priya vorstellen. Priya ist 26 Jahre alt und kommt aus Indien. Sie ist eine brillante Ingenieurin und sie hat einen großen Job in München bekommen bei einem der größten Autohersteller der Welt. Priya ist begeistert, sie freut sich auf Deutschland, sie freut sich auf das neue Leben. Und dann, nach ihrer ersten Woche, geht sie hinaus, um ihren Müll wegzubringen. Sie schmeißt einfach alles in eine Tonne. Papier, Plastik, Essen, alles zusammen. Kurz darauf, buchstäblich am nächsten Tag, klopft ein Mann an ihre Tür. Er ist der Nachbar. Er sagt zu Priya, Sie können nicht einfach den Müll so wegbringen. Das ist Müllverschmutzung. Sie müssen den Müll trennen. Und er zeigt ihr sehr detailliert, wie man den Müll in ihrem Wohnkomplex trennt. Es gibt 4 verschiedene Behälter. Jeder Behälter hat eine andere Farbe. Jeder Behälter akzeptiert nur bestimmte Dinge. Der Mann erzählt Priya, das ist nicht optional, das ist das Gesetz, das ist die Umwelt, das ist unsere Verantwortung. Priya ist schockiert. Sie hat noch nie so etwas gehört. In Indien, wo sie aufgewachsen ist, gibt es Mülltrennung auch, aber nicht in dieser Präzision, nicht in dieser Genauigkeit, nicht mit diesem moralischen Gewicht. Und hier ist das Wichtige. Der Nachbar war nicht unhöflich, der Nachbar war nicht aggressiv. Der Nachbar war, aus der deutschen Perspektive, hilfreich. Der Nachbar war daran interessiert, dass Priya die Regeln verstand. Warum? Weil, und das ist absolut zentral, Mülltrennung nicht nur eine logistische Angelegenheit ist. Mülltrennung ist eine moralische Angelegenheit. Mülltrennung ist ein Zeichen deines Umweltbewusstseins. Mülltrennung ist ein Zeichen deiner Verantwortung gegenüber dem Planeten. Für Deutsche ist Umweltschutz nicht einfach ein Thema, es ist ein Wert.
Es ist eine Tugend. Und wenn du nicht richtig deinen Müll trennst, dann zeigst du aus der deutschen Perspektive, dass du den Planeten nicht respektierst, dass du keine Verantwortung übernimmst, dass du egoistisch bist. Das klingt vielleicht übertrieben, aber es ist die Wahrheit. Für Deutsche ist Mülltrennung ein Akt der Tugend. Es ist nicht nur eine Verpflichtung, es ist ein moralisches Statement. Jetzt möchte ich dir genau erklären, wie die Mülltrennung funktioniert. Lass mich mit den 4 Tonnen anfangen. Die erste Tonne ist die Papiertonne, normalerweise blau. In diese Tonne gehört Papier, Karton, Zeitschriften, alte Bücher, Verpackungen aus Papier. Das scheint einfach, nicht wahr? Aber es gibt Grenzen. Verschmutztes Papier, zum Beispiel Pizzaboxen mit Speiseöl, gehört nicht in die Papiertonne. Tapeten gehören nicht in die Papiertonne. Kohlepapier gehört nicht in die Papiertonne. Das System ist präzise. Die zweite Tonne ist die gelber Sack oder Plastiktonne. Das ist für Verpackungen, Plastikflaschen, Plastikboxen, Alufolie, Tetrapacks. In manchen Regionen ist das ein gelber Sack, in anderen Regionen ist es eine gelbe Tonne. In manchen Regionen bezahlst du für die gelben Säcke, in anderen Regionen werden sie dir kostenlos geliefert. Und, das ist wichtig, nicht alles Plastik gehört in diese Tonne. Nur Verpackungen. Wenn du einen Plastik-Kochlöffel hast, der kaputt ist, gehört der nicht in die Plastiktonne. Der gehört in die Restmülltonne. Die dritte Tonne ist die Biomülltonne, die Farbe variiert. In diese Tonne gehört Essensreste, Kaffee- und Teefilter, Eierschalen, Obst- und Gemüseschalen. Das ist das, was du vielleicht Essensabfälle nennen würdest. Aber, und das ist sehr wichtig, nicht alles, was organisch ist, gehört in die Biomülltonne. Fleisch- und Knochenreste gehören in vielen Regionen nicht in die Biomülltonne. Diese gehören in die Restmülltonne, weil sie Ungeziefer anziehen können. Windeln gehören nicht in die Biomülltonne. Haare gehören nicht in die Biomülltonne. Katzenstreu, auch wenn es aus natürlichen Materialien ist, gehört nicht in die Biomülltonne. Und die vierte Tonne ist die Restmülltonne, normalerweise schwarz oder grau. In diese Tonne gehört alles, was nicht in die anderen Tonnen gehört. Das klingt einfach, aber es ist eigentlich das Komplizierteste. Die Restmülltonne ist das, was übrig bleibt. Es ist die Tonne der letzten Zuflucht. Und für viele Menschen ist es unklar, was genau dort hineingehört. Aber warte, es wird noch komplizierter. In vielen deutschen Städten gibt es zusätzlich noch Glascontainer. Und diese Glascontainer sind oft auf der Straße, nicht in deiner Wohnung. Und in der Glascontainer musst du dein Glas trennen. Es gibt normalerweise einen Container für grünes Glas, einen für braunes Glas und einen für weißes oder klares Glas. Und das ist sehr wichtig. Wenn es spät am Abend ist oder früh morgens, dann darfst du Glas nicht in die Container werfen, weil das Lärm macht. Die Glascontainer sind aus der deutschen Perspektive auch Teil des Lärmkodex. Das ist nicht einfach nur ein Müllbehälter. Das ist ein Lärmemitter. Und wenn es 22 Uhr ist, dann mach keinen Lärm. Das gilt auch für Glascontainer. Und dann gibt es noch die Elektroschrottsammlung und die Altstoffsammlung und die Großmüllsammlung. In manchen Städten kannst du dich online anmelden, um Großmüll abzugeben. In anderen Städten musst du Termine buchen. In wieder anderen Städten kannst du deinen Großmüll auf den Recyclinghof bringen. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, aber warum ist das so kompliziert?
Warum können Deutsche das nicht einfach einfacher machen? Und die Antwort ist, weil Recycling funktionieren muss. Weil das System, genau wie das Ordnungssystem, das wir vorher besprochen haben, auf gegenseitiger Verantwortung basiert. Wenn jeder seinen Müll richtig trennt, dann können diese Materialien recycelt werden. Dann können sie wieder benutzt werden. Dann wird weniger Müll deponiert. Dann wird die Umwelt weniger belastet. Das ist das Konzept. Aber, und das ist wichtig, es gibt noch einen anderen Grund. Es gibt ein deutsches Konzept namens Verantwortung. Nicht nur für dich selbst, sondern für die Allgemeinheit. Nicht nur für heute, sondern für die Zukunft. Deutsche glauben, und das ist sehr verankert in der Kultur, dass jeder Einzelne eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und gegenüber dem Planeten hat. Gearbeitet. Und diese Verantwortung beginnt mit kleinen Dingen, mit der richtigen Mülltrennung, mit der Einhaltung von Regeln, mit der gegenseitigen Rücksicht. Jetzt möchte ich dir ein persönliches Erlebnis mit der Mülltrennung erzählen. Stell dir vor, du lebst in einem deutschen Wohnkomplex und du bringst deinen Müll hinunter und du machst einen Fehler. Du wirfst etwas in die falsche Tonne. Vielleicht wirfst du eine Plastikflasche in die Restmülltonne statt in die gelber Sack. Und jetzt, und das ist sehr deutsch, jemand, vielleicht der Hausmeister, vielleicht ein Nachbar, öffnet deine Müllsäcke und stellt sie neben die Tonnen hin. Mit einem Zettel drauf. Der Zettel sagt, das gehört hier nicht hin. Und es gibt kein böses Wort. Es gibt keine Beleidigung. Es gibt nur den Zettel. Aber für dich ist es beschämend. Es ist wirklich beschämend. Und das muss ich ehrlich sagen, ein Aspekt der deutschen Kultur, der sehr, sehr direkt ist. Deutsche werden dir sagen, wenn du einen Fehler machst. Deutsche werden das öffentlich tun. Deutsche werden das ohne viel Umschreibung tun. Und das kann sich, wenn du nicht daran gewöhnt bist, sehr hart anfühlen. Aber es ist nicht böse gemeint. Es ist ein Akt der Erziehung. Es ist ein Akt, dir zu zeigen, das geht so nicht. Hier sind die Regeln. Bitte halte dich daran. Ich möchte dir noch etwas über die Mülltrennung sagen. Es gibt regionale Unterschiede. Ich habe das schon erwähnt, aber es ist wirklich wichtig. Wenn du von einer Stadt in eine andere Stadt ziehst, können sich die Mülltrennung-Regeln ändern. Was in München die Restmülltonne ist, kann in Berlin die Biomülltonne sein. Was in Hamburg Papier ist, kann in Köln Kunststoff sein. Das klingt absurd, aber es ist wahr. Und deswegen, und das ist ein sehr wichtiger Tipp, wenn du in eine neue Stadt oder eine neue Wohnung ziehst, dann sollte deine erste Aktion sein: Finde die Mülltrennung-Anleitung. Es gibt normalerweise ein Blatt, das erklärt, wie die Mülltrennung in deinem Wohnkomplex funktioniert. Oder es gibt einen Aufkleber an den Tonnen, oder der Hausmeister kann dir das erklären. Und wenn du unsicher bist, dann, und das ist sehr wichtig, frag. Frag den Hausmeister, frag einen Nachbarn, frag deine Vermieterin. Deutsche werden dir erklären, wie die Mülltrennung funktioniert, denn Deutsche wollen, dass die Mülltrennung richtig funktioniert. Und jetzt möchte ich dir noch etwas erzählen. Es gibt in Deutschland, das ist wirklich wahr, Menschen, die, sagen wir, Müllpolizisten sind. Das sind Menschen, die es als persönliche Mission betrachten, sicherzustellen, dass die Mülltrennung richtig gemacht wird. Diese Menschen sind oft älter, sie sind oft sehr gewissenhaft. Und wenn sie einen Fehler bei der Mülltrennung sehen, dann werden sie aktiv.
Sie werden die Müllsäcke überprüfen, sie werden sie sortieren, sie werden Zettel hinterlassen. Das klingt vielleicht obsessiv, aber aus der deutschen Perspektive, aus der Perspektive des Umweltbewusstseins und der Verantwortung, ist das völlig normal. Diese Menschen sind nicht verrückt, diese Menschen sind gewissenhaft. Diese Menschen kümmern sich um die Umwelt. Und hier ist das Faszinierende. In vielen deutschen Wohnkomplexen wird die Mülltrennung so ernst genommen, dass es tatsächlich Konflikte gibt, echte Konflikte, wenn jemand den Müll nicht richtig trennt. Menschen schreiben Briefe, Menschen sprechen mit der Hausverwaltung, Menschen diskutieren. Und das ist nicht übertrieben oder obsessiv, das ist normal. Das ist Kultur. Und jetzt möchte ich dir noch einen sehr praktischen Tipp geben. Wenn du neu in Deutschland bist und du nicht genau weißt, wie du etwas trennen sollst, dann, und das ist wirklich der beste Tipp, wenn du unsicher bist, dann wirf es in die Restmülltonne. Das ist nicht ideal, aber das ist sicher. Die Restmülltonne ist die Tonne der letzten Zuflucht. Es ist besser, etwas in die Restmülltonne zu werfen, als es in die falsche Tonne zu werfen. Aber langfristig solltest du lernen, wie die Mülltrennung funktioniert. Langfristig solltest du verstehen, dass Mülltrennung nicht einfach nur praktisch ist. Mülltrennung ist moralisch. Mülltrennung ist ein Statement. Mülltrennung ist deine Art zu zeigen, dass du den Planeten respektierst, dass du Verantwortung übernimmst, dass du Teil der Lösung bist, nicht Teil des Problems. Und das ist die Regel Nummer 5. Mülltrennung ist nicht optional. Mülltrennung ist nicht flexible. Mülltrennung ist heilig. Und wenn du die Mülltrennung richtig machst, wenn du die Regeln befolgst, wenn du deine Verantwortung übernimmst, dann werden deine Nachbarn dich respektieren. Anatrodend, dann wirst du nicht öffentlich beschämt. Dann wirst du Teil der deutschen Ordnung sein. Wir haben also verstanden, dass Mülltrennung in Deutschland nicht einfach nur praktisch ist, sie ist moralisch. Sie ist ein Statement über deine Verantwortung gegenüber dem Planeten. Priya hat gelernt, dass ihr Nachbar nicht unhöflich war, als er sie korrigierte. Er war hilfreich. Er wollte, dass sie die Regeln verstand. Und jetzt kommen wir zu etwas, das vielleicht noch subtiler ist als alles, was wir bisher besprochen haben. Wir kommen zu den sozialen Ritualen. Wir kommen zu der Frage, wie grüßt man seinen Nachbarn? Und noch wichtiger, wann grüßt man seinen Nachbarn und wann grüßt man ihn nicht? Das klingt vielleicht absurd. Ein Gruß ist doch einfach, nicht wahr? Du siehst jemanden, du sagst Hallo und gut ist es. Aber in der deutschen Nachbarschaftskultur ist der Gruß eine komplexe soziale Choreografie. Er ist nicht einfach Hallo, er ist ein Statement. Er ist ein Signal. Er ist eine Kommunikation auf einer viel tieferen Ebene. Lass mich mit den Basics anfangen. Wenn du deinen Nachbarn im Treppenhaus siehst, dann solltest du grüßen. Das ist nicht optional, das ist eine soziale Norm. Es ist erwartet. Aber, und hier wird es kompliziert, wie du grüßt, ist wichtig. Du sagst nicht einfach Hallo, du sagst Guten Morgen oder Guten Tag oder Guten Abend, je nachdem, was für eine Tageszeit es ist. Du sagst nicht Hi. Hi ist zu informell. Hi ist zu amerikanisch. Du sagst Guten Morgen oder Guten Tag oder Auf Wiedersehen. Und wenn dein Nachbar zu dir sagt Guten Morgen, dann antwortest du nicht einfach Morgen. Du antwortest Guten Morgen zurück. Du antwortest mit der gleichen Höflichkeit, mit der dein Nachbar dich gegrüßt hat.
Das ist nicht einfach nur Höflichkeit, das ist gegenseitiger Respekt. Aber jetzt wird es noch feiner. Es gibt Zeiten, in denen du grüßen sollst und Zeiten, in denen du nicht grüßen sollst. Wenn du deinen Nachbarn um 8 Uhr morgens im Treppenhaus siehst, dann grüßt du. Wenn du deinen Nachbarn um 18 Uhr abends im Treppenhaus siehst, dann grüßt du. Das ist normal. Das ist erwartet. Aber wenn du deinen Nachbarn um 6 Uhr morgens siehst und er sieht dich sichtlich noch verschlafen aus, dann kannst du immer noch grüßen, aber du tust es vielleicht ein bisschen leiser, ein bisschen respektvoller, weil du weißt, dass er gerade aufwachen ist. Und jetzt möchte ich dir etwas sagen, das sehr wichtig für das Verständnis ist. Es gibt ein deutsches Konzept, das sich Distanz nennt. Und diese Distanz ist nicht böse gemeint. Diese Distanz ist professionell. Diese Distanz ist eine Form von Respekt. Lass mich dir James vorstellen. James ist 29 Jahre alt und kommt aus Amerika. James ist ein extrovertierter Mensch. Er ist freundlich. Er liebt es, mit Menschen zu reden. Er kommt aus einem Land, die USA, in dem Menschen freundlich sind, offen sind und wo Smalltalk ein großer Teil der Kultur ist. In Amerika, wenn du deinen Nachbarn siehst, dann sagst du nicht einfach Hallo. Du sagst Hallo, wie geht's? Wie war dein Wochenende? Du stellst Fragen, du zeigst Interesse. Du versuchst eine Beziehung aufzubauen. James zieht also nach Deutschland, nach Stuttgart, um genau zu sein. Und am ersten Tag zieht er in seine neue Wohnung ein. Er sieht seinen Nachbarn, einen Mann namens Klaus, etwa 55 Jahre alt. Und James mit seiner freundlichen amerikanischen Art sagt zu Klaus: Hey Klaus, wie geht's dir? Ich bin James, ich bin aus Amerika, ich bin neu hier. Ich bin so aufgeregt, mein neues Leben zu starten. Und James streckt seine Hand aus für einen Handschlag. Klaus schaut James an. Klaus ist nicht unhöflich. Aber Klaus ist auch nicht begeistert. Klaus sagt: Guten Tag, willkommen. Und das war's. Klaus schüttelt James die Hand, kurz, professionell, und geht dann in seine Wohnung. James ist verwirrt. James denkt: Was ist los? Der Kerl ist unfassbar kalt. Der mag mich nicht. Ich habe etwas Falsches getan. Aber die Wahrheit ist, James hat nichts Falsches getan. James hat einfach nicht verstanden, dass die deutsche Nachbarschaftskultur anders funktioniert als die amerikanische. Und jetzt möchte ich dir erklären, warum Klaus so reagiert hat. Klaus ist nicht unhöflich. Klaus ist auch nicht unfriendly. Klaus ist professionell. Aus der deutschen Perspektive, Nachbarschaft ist nicht das gleiche wie Freundschaft. Nachbarschaft ist eine funktionale Beziehung. Es ist eine Beziehung, die darauf basiert, dass zwei Menschen oder mehr im gleichen Haus oder im gleichen Wohnkomplex leben und sie müssen miteinander auskommen. Aber das bedeutet nicht, dass sie Freunde sind. Das bedeutet nicht, dass sie ein tiefes persönliches Interesse aneinander haben müssen. Das ist eine sehr wichtige Grenze in der deutschen Kultur. Es gibt Nachbarn und es gibt Freunde. Und diese beiden Kategorien sind nicht das Gleiche. Du kannst einen Nachbarn respektieren, ohne ihn zu mögen. Du kannst einen Nachbarn grüßen, ohne eine tiefe Beziehung mit ihm zu haben. Das ist nicht kalt, das ist nicht herzlos, das ist einfach professionell. Und das ist, und ich möchte das wirklich betonen, nicht etwas Negatives. Das ist etwas Positives. Aus der deutschen Perspektive ist diese Grenze, diese professionelle Distanz eigentlich das, was das Zusammenleben einfach macht. Weil
wenn du verstehst, dass dein Nachbar nicht dein bester Freund sein muss, wenn du verstehst, dass die Beziehung funktional ist, dann gibt es weniger Enttäuschung. Es gibt weniger Konflikte. Es gibt einfach Klarheit. Jetzt möchte ich dir noch etwas über den Treppenhausgruß erklären. Es gibt ein deutsches Konzept, das sich Vorbeigehen nennt. Und wenn du an einem Nachbarn vorbeigehst, wenn ihr euch im Treppenhaus begegnet, dann grüßt du. Aber der Gruß ist kurz, der Gruß ist prägnant. Du sagst Guten Morgen oder Guten Tag und dann gehst du weiter. Du bleibst nicht stehen, du fragst nicht, wie geht's? Zumindest nicht, wenn es ein flüchtiges Begegnen ist. Der Gruß ist ein Ritual. Es ist ein Signal, das sagt, ich sehe dich, ich respektiere dich, alles ist in Ordnung zwischen uns. Aber, und das ist wichtig, wenn dein Nachbar nicht zurückgrüßt, dann ist das ein Problem. Das ist kein Missgeschick, das ist kein Zufall. Das ist eine bewusste Entscheidung. Und wenn dein Nachbar dich nicht grüßt, dann bedeutet das, es ist nicht alles in Ordnung. Du hast eine Regel gebrochen, du hast einen Fehler gemacht. Und das ist der Grund, warum Mark, erinnerst du dich an Mark aus Kanada, so verwirrt war, als sein Nachbar ihn plötzlich nicht mehr grüßte. Der fehlende Gruß war nicht einfach nur unhöflich. Der fehlende Gruß war ein Statement. Der fehlende Gruß war die Antwort auf Marks Party um 23 Uhr. Der fehlende Gruß war die Strafe für den Regelbruch. Und jetzt möchte ich dir noch etwas über den Smalltalk erzählen. Viele Menschen, besonders wenn sie aus Ländern kommen, in denen Smalltalk ein großer Teil der Kultur ist, denken, dass Smalltalk auch mit deinem deutschen Nachbarn funktioniert. Du denkst, ich sehe meinen Nachbarn, ich frage, wie es ihm geht, wir haben ein kurzes Gespräch und dann verabschieden wir uns freundlich. Das kann funktionieren. Aber, und das ist wichtig, es gibt Grenzen. Wenn dein Nachbar dir sagt, Guten Morgen, und er sieht aus, als hätte er es eilig, wenn er schnell die Treppen hinuntergeht, dann ist das nicht die Zeit für Smalltalk. Dann akzeptierst du den Gruß und lässt ihn gehen. Smalltalk passiert in Momenten, in denen es Zeit für Smalltalk gibt. Nicht immer. Und auch hier gibt es verschiedene Ebenen. Der minimale Smalltalk, das ist nur der Gruß. Guten Morgen, das ist es. Das ist akzeptabel. Das ist normal. Das ist das Minimum, das von dir erwartet wird. Aber wenn du und dein Nachbar, sagen wir, vor der Haustür warten und ihr habt ein bisschen Zeit, dann kannst du ein bisschen Smalltalk machen. Du kannst sagen, wie war dein Wochenende? Oder schönes Wetter heute, nicht wahr? Oder hast du die neuen Fenster im Treppenhaus bemerkt? Das ist akzeptabel. Das ist sogar nett. Aber, und das ist die Grenze, du solltest nicht zu persönlich werden. Du solltest nicht fragen, wie viel verdienst du? Oder ist alles okay mit deiner Beziehung? Das ist zu nah. Das bricht die Grenze zwischen Nachbar und Fremden. Das verletzt die professionelle Distanz. Und jetzt möchte ich dir noch ein sehr wichtiges Konzept erklären. Es gibt ein deutsches Konzept, das sich Themenwahl nennt. Und die Themenwahl im Smalltalk mit deinem Nachbarn ist sehr wichtig. Es gibt Themen, die akzeptabel sind und es gibt Themen, die nicht akzeptabel sind. Akzeptable Themen sind das Wetter, die Jahreszeit. Veränderungen im Haus oder im Wohnkomplex, die neuen Fenster, die neue Fassade. Allgemeine Ereignisse, das Fußballfinale, die Olympischen Spiele. Wenn ihr beiden Interessierten teilt, zum Beispiel Gärtnern, dann kann das ein Thema sein. Nicht akzeptable Themen sind
Deine Beziehung, deine Familie, dein Gehalt, deine Krankheiten, deine politischen Überzeugungen, es sei denn, ihr habt diese Ebene der Vertrautheit schon erreicht. Diese Themen sind zu persönlich. Diese Themen verletzten die Grenze. Und jetzt möchte ich dir noch etwas sehr Faszinierendes erzählen. Es gibt in Deutschland, das ist wirklich wahr, Menschen, die freundlich sind zu ihren Nachbarn, aber die wollen trotzdem nicht, dass du siehst, dass sie freundlich sind. Das klingt paradox, aber es ist nicht. Es bedeutet, sie grüßen dich, sie sind höflich, sie helfen dir, wenn du Hilfe brauchst. Aber sie zeigen nicht ihre Gefühle, sie zeigen nicht ihre Freude. Sie sind professionell freundlich, nicht emotional freundlich. Und das ist, ich möchte das wirklich betonen, nicht etwas Negatives. Das ist etwas sehr Positives, weil es bedeutet, dass die Beziehung zu deinem Nachbarn auf gegenseitigem Respekt basiert, nicht auf gegenseitiger Sympathie. Und gegenseitiger Respekt ist oft stärker und dauerhafter als gegenseitige Sympathie. Lass mich dir noch ein Beispiel geben. Stell dir vor, du lebst neben einem Mann namens Werner. Werner ist 70 Jahre alt. Werner ist nicht besonders freundlich. Werner sieht immer ernst aus. Aber jeden Morgen grüßt Werner dich. Und wenn du ihn brauchst, wenn du ein Problem hast, wenn etwas in deiner Wohnung kaputt ist, dann hilft Werner dir. Werner gibt dir Tipps. Werner zeigt dir, wie du es reparierst. Werner ist zuvorkommend. Aber Werner lädt dich nicht zu einer Tasse Kaffee ein. Werner fragt nicht nach deinem privaten Leben. Werner hält Distanz. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist die deutsche Nachbarschaftskultur. Es ist nicht kalt, es ist nicht unfreundlich. Es ist einfach professionell. Aber jetzt, und das ist sehr wichtig, jetzt komme ich zu der 7. Regel. Und diese Regel ist vielleicht noch subtiler als alles, was wir bisher besprochen haben. Die 7. Regel ist, verstehe, dass Nachbarschaft nicht Freundschaft ist. Das bedeutet, dein Nachbar ist nicht dein bester Freund. Dein Nachbar ist nicht deine Vertrauensperson. Dein Nachbar ist nicht jemand, mit dem du deine tiefsten Geheimnisse teilst. Dein Nachbar ist jemand, mit dem du im gleichen Haus lebst. Und dein Nachbar ist jemand, mit dem du einen funktionalen Vertrag hast. Ich respektiere dich, du respektierst mich, wir stören einander nicht. Und das ist, und ich kann das nicht genug betonen, nicht etwas, das dich traurig oder einsam machen sollte. Das ist etwas, das dir Klarheit gibt. Das ist etwas, das dir hilft, deine Erwartungen realistisch zu halten. Wenn du in Deutschland lebst und du erwartest, dass dein Nachbar dein bester Freund wird, dann wirst du enttäuscht sein. Aber wenn du verstehst, dass Nachbarschaft ein funktionales Verhältnis ist, wenn du verstehst, dass die Grenze wichtig ist, dann wird dein Leben viel einfacher sein. Und das ist die Regel Nummer 6 und 7, die wir hier gelernt haben. Regel 6, der Gruß ist wichtig. Der Gruß ist ein Ritual. Der Gruß ist ein Signal. Wenn dein Nachbar dich grüßt, dann grüße zurück. Wenn dein Nachbar dich nicht grüßt, dann bedeutet das, dass etwas nicht in Ordnung ist. Du hast eine Regel gebrochen. Und Regel 7. Nachbarschaft ist nicht Freundschaft. Die Grenze zwischen dir und deinem Nachbarn ist wichtig. Die professionelle Distanz ist wichtig. Und wenn du diese Grenze respektierst, dann respektiert dein Nachbar dich auch. Wir haben also eine lange Reise hinter uns. Wir haben verstanden, dass Ruhezeiten heilig sind. Wir haben verstanden, dass das Treppenhaus ein gemeinsamer Raum ist, in den nur Ordnung gehört. Wir haben verstanden, dass Mülltrennung eine moralische Angelegenheit ist.
Wir haben verstanden, dass der Gruß ein Ritual ist, das Respekt signalisiert. Und wir haben verstanden, dass Nachbarschaft nicht Freundschaft ist. Aber jetzt kommen wir zu der 8. Regel. Und diese Regel ist die Meta-Regel. Diese Regel ist das Fundament, auf dem alles andere aufgebaut ist. Diese Regel ist das große Geheimnis, das niemand dir erklärt. Die 8. Regel heißt Respekt vor Grenzen. Und wenn ich dir das sage, denkst du vielleicht, okay, das ist irgendwie vague. Was bedeutet das genau? Aber lass mich dir erklären. Respekt vor Grenzen ist nicht einfach nur respektiere die Grenzen deines Nachbarn. Respekt vor Grenzen ist ein fundamentales Konzept, das die gesamte deutsche Kultur durchdringt. Es geht um die Idee, dass jeder Mensch und jeder Raum und jeder Besitz Grenzen hat. Und diese Grenzen sollten respektiert werden. Was bedeutet das konkret? Lass mich dir das erklären. Die Grenzen deines Nachbarn sind sein Schlaf, seine Ruhe, seine Privatsphäre, sein Eigentum, sein Raum, sowohl der physische Raum seiner Wohnung als auch sein psychischer Raum, sein Wohlbefinden. Und wenn du diese Grenzen respektierst, wenn du verstehst, dass deine Freiheit da endet, wo die Freiheit deines Nachbarn beginnt, dann funktioniert das ganze System. Das ist nicht etwas, das Deutsche erfunden haben. Das ist ein universelles Konzept. Aber Deutsche haben es zu einem Kunstwerk gemacht. Deutsche haben es zu einer Philosophie gemacht. Deutsche haben es in ihre Gesetze, ihre Hausordnungen, ihre Regeln geschrieben. Und deswegen funktioniert die deutsche Nachbarschaftskultur so gut. Zumindest, wenn alle die Regeln verstehen und respektieren. Jetzt möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Es ist die Geschichte von Sarah. Sarah ist 31 Jahre alt und kommt aus Spanien. Sie ist Grafikdesignerin und arbeitet für eine kleine Agentur in Berlin. Sarah ist eine wunderbare Person, kreativ, lebendig, offen. Aber in den ersten 3 Monaten ihrer Zeit in Deutschland hatte Sarah die gleichen Probleme wie Mark, wie Bianca, wie Thomas, wie Priya, wie James. Sie verstand die Regeln nicht, sie brach sie wiederholt. Und das Ergebnis war, dass ihre Nachbarn, die zunächst freundlich waren, kalt wurden. Sie grüßten sie nicht mehr, sie vermieden sie im Treppenhaus. Sarah war unglücklich. Aber dann, und das ist der wichtige Punkt, dann passierte etwas. Sarah traf eine andere Spanierin, die schon 5 Jahre in Berlin lebte. Und diese Frau, ihr Name war Lucia, setzte sich mit Sarah hin und erklärte ihr alle Regeln, die wir heute besprochen haben. Lucia erklärte Sarah, dass die Regeln nicht böse gemeint waren, dass die Regeln tatsächlich da waren, um Frieden zu schaffen. Lucia erklärte Sarah, dass wenn sie die Regeln respektierte, wenn sie die Grenzen ihrer Nachbarn respektierte, dann würde alles besser werden. Und Sarah hörte auf Lucia. Sarah begann um 22 Uhr ihre Musik auszumachen. Sarah begann ihre Müll richtig zu trennen. Sarah begann das Treppenhaus respektvoll zu behandeln. Sarah begann ihre Nachbarn höflich zu grüßen und dann weiterzugehen. Sarah verstand, dass Nachbarschaft nicht Freundschaft war. Und das war in Ordnung. Und was passierte? Das ist erstaunlich. Nach etwa 3 Monaten, 3 Monaten des bewussten Regelrespekts, begannen die Nachbarn wieder freundlicher zu werden. Sie grüßten Sarah wieder. Sie sprachen mit ihr im Treppenhaus. Und dann, und das war wirklich berührend, eines Tages klopfte eine ältere Nachbarin an Sarahs Tür. Die Nachbarin hieß Margot, sie war 68 Jahre alt und sie sagte zu Sarah: Ich habe bemerkt, dass du die Regeln respektierst.
Ich habe bemerkt, dass du dich anstrengst. Ich möchte dir sagen, ich bin stolz auf dich. Du bist eine gute Nachbarin. Und dann, überraschenderweise, hat Margot Sarah zu einer Tasse Kaffee in ihre Wohnung eingeladen. Sie haben sich unterhalten. Sie sind Freundinnen geworden. Und das ist die wirkliche Geschichte hier. Das ist das, was wichtig ist. Es ist nicht so, dass Deutsche kalt sind. Deutsche sind nicht herzlos. Was Deutsche sind, und das ist sehr wichtig, Deutsche sind gerecht. Wenn du die Regeln respektierst, wenn du die Grenzen respektierst, wenn du Verantwortung übernimmst, dann respektieren Deutsche dich. Und nicht nur das, dann entwickeln sie Zuneigung zu dir. Dann werden sie deine Freunde. Aber es braucht Zeit. Das ist sehr wichtig. Es braucht Zeit, um das Vertrauen eines Deutschen zu verdienen. Es braucht nicht nur Worte, es braucht Taten. Es braucht konsequentes Verhalten. Es braucht den Beweis, dass du die Regeln verstehst und respektierst. Und jetzt möchte ich dir alle 8 Regeln noch einmal zusammenfassen. Lass mich dir einen Überblick geben, bevor wir zum Abschluss kommen. Regel 1: Ruhezeiten sind heilig. Von 22 Uhr bis 6 Uhr ist Nachtruhe. Von 12 bis 14 Uhr ist Mittagsruhe. Der Sonntag ist ein Ruhetag. Das sind nicht Vorschläge, das sind Gesetze. Regel 2: Der Lautstärkekodex bestimmt, was laut sein darf und was nicht. Notwendige Aktivitäten wie Staubsaugen sind akzeptabel. Vergnügen wie Musik sollte leise sein. Das ist die Logik. Regel 3: Das Treppenhaus ist kein Lagerraum. Das Treppenhaus ist ein gemeinsamer Raum. Gemeinsame Räume müssen frei und ordentlich sein. Fahrräder, Müll, Schuhe, das gehört da nicht hin. Regel 4: Der Hausmeister und die Hausverwaltung sind nicht deine Feinde. Sie sind die Guardians des Systems. Wenn sie dir sagen, dass du etwas nicht machen darfst, dann ist das nicht persönlich. Das ist professionell. Regel 5: Mülltrennung ist moralisch, nicht nur praktisch. Es geht nicht nur darum, dass Recycling funktioniert, es geht darum, Verantwortung zu übernehmen für den Planeten. Falsche Mülltrennung ist ein Zeichen von mangelndem Umweltbewusstsein. Regel 6: Der Gruß ist wichtig. Ein Guten Morgen ist nicht einfach nur ein Gruß, es ist ein Statement. Es ist ein Signal, dass alles in Ordnung zwischen dir und deinem Nachbarn ist. Wenn dein Nachbar dich nicht grüßt, dann hat das einen Grund. Regel 7: Nachbarschaft ist nicht Freundschaft. Die Grenze zwischen dir und deinem Nachbarn ist wichtig. Professionelle Distanz ist nicht herzlos, es ist respektvoll. Es ist wichtig, diese Grenze zu verstehen und zu respektieren. Und Regel 8: Respekt vor Grenzen ist die Meta-Regel. Alle anderen Regeln basieren auf dieser einen Idee. Deine Freiheit endet dort, wo die Freiheit und das Wohlbefinden deines Nachbarn beginnt. Und jetzt möchte ich dir noch etwas sehr Wichtiges sagen. Diese Regeln sind nicht einzigartig für Deutschland. Diese Konzepte existieren in anderen Ländern auch. Aber in Deutschland sind sie, und das ist der Punkt, systematisiert. Sie sind explizit, sie sind in die Kultur so tief eingewurzelt, dass sie zu Gesetzen werden. Sie sind nicht nur Empfehlungen, sie sind nicht nur höflich, sie sind verbindlich. Und jetzt möchte ich dir noch einen sehr praktischen Rat geben. Wenn du neu in Deutschland bist, wenn du neu in einer deutschen Nachbarschaft bist, dann, und das ist wirklich der beste Rat, den ich dir geben kann, dann höre zu. Beobachte, schau, was deine Nachbarn tun. Schau, wann sie ihre Fenster öffnen. Schau, wann sie ihre Musik spielen. Schau, wie sie ihr Müll trennen. Schau, wann und wie sie grüßen. Und dann mach es nach.
Nachahmung ist nicht etwas Schlechtes. Nachahmung ist Lernens. Nachahmung ist Respekt. Und wenn du nicht sicher bist, wenn du eine Frage hast, dann frag. Frag deinen Hausmeister, frag einen Nachbarn. Deutsche schätzen es, wenn jemand die Regeln verstehen will. Deutsche schätzen es, wenn jemand Fragen stellt, statt einfach Fehler zu machen. Und jetzt möchte ich dir zum Abschluss noch etwas erzählen. Es ist eine Weisheit, die ich gelernt habe, nachdem ich mit vielen Expats in Deutschland gesprochen habe. Diese Weisheit ist: Deutsche sind nicht böse. Deutsche sind nicht herzlos. Deutsche sind, und das ist das Geheimnis, sehr fair. Deutsche respektieren Menschen, die sich anstrengen. Deutsche respektieren Menschen, die die Regeln verstehen wollen. Deutsche respektieren Menschen, die Verantwortung übernehmen. Und wenn du das tust, wenn du dich anstrengst, die Regeln zu verstehen, wenn du Verantwortung übernimmst, wenn du deine Nachbarn respektierst, dann wirst du etwas Erstaunliches erleben. Du wirst erleben, dass Deutsche nicht nur korrekt sind, Deutsche sind auch loyal. Deutsche sind auch zuverlässig. Deutsche sind auch treue Freunde. Wenn du erstmal ihre Grenze überschritten hast, wenn du erstmal ihr Vertrauen verdient hast. Stell dir vor, du brauchst Hilfe. Dein Auto ist kaputt, deine Wohnung ist überflutet. Dein Nachbar, derselbe Nachbar, der so streng über die Hausordnung ist, derselbe Nachbar, der dir einen Zettel hinterlassen hat, weil du deinen Müll falsch getrennt hast, dieser Nachbar wird die erste Person sein, die hilft. Dieser Nachbar wird dir sein Auto leihen. Dieser Nachbar wird bei dir bleiben, bis das Problem gelöst ist. Warum? Weil Respekt eine gegenseitige Angelegenheit ist. Wenn du Respekt gibst, wenn du die Regeln respektierst, dann bekommst du Respekt zurück. Und aus Respekt wird Zuneigung. Und aus Zuneigung wird Freundschaft. Und das ist, ich möchte das wirklich betonen, das ist das, was viele Expats nicht verstehen, wenn sie neu in Deutschland sind. Sie verstehen nicht, dass die Strenge, die Regeleinhaltung, die Ordnung, die Präzision, dass diese Strenge eigentlich ein Akt der Liebe ist. Es ist ein Akt, sicherzustellen, dass alles für alle gut funktioniert. Es ist ein Akt, sicherzustellen, dass wir alle in Frieden zusammenleben können. Und jetzt zum Abschluss möchte ich dir noch eine Geschichte erzählen. Es ist eine Geschichte, die zeigt, wie tiefgreifend diese Kultur sein kann. Es ist die Geschichte von Michael. Michael ist 45 Jahre alt und kommt aus Polen. Er lebt jetzt seit 15 Jahren in Deutschland. Und Michael hat mir erzählt, dass er in den ersten Jahren, in den ersten 3, 4, 5 Jahren sehr frustriert war. Er fand die Regeln zu streng. Er fand die Nachbarn zu kalt. Er vermisste die Wärme und die Spontaneität aus seiner Heimat. Aber dann, nach etwa 5 Jahren, passierte etwas. Sein Nachbar, ein Mann namens Hans, etwa 60 Jahre alt, wurde krank. Und Michael war es, der sich um Hans kümmerte. Michael brachte Hans zur Apotheke. Michael kaufte für Hans ein. Michael besuchte Hans, wenn er sich allein fühlte. Und als Hans wieder besser wurde, sagte Hans zu Michael: Michael, du bist ein guter Mensch, du bist ein guter Nachbar, du bist nicht einfach ein Nachbar, du bist ein Freund, ich möchte, dass du das weißt. Und Michael, und das war sehr berührend, Michael sagte mir, dass er in diesem Moment verstand. Michael verstand, dass all die Regeln, all die Ordnung, alle die Strenge, dass all das nicht dazu da war, Menschen zu trennen. All das war dazu da, Menschen zusammenzubringen. All das war dazu da, ein Fundament zu schaffen, auf dem echte Freundschaft aufgebaut werden konnte.
Und das ist wirklich das Geheimnis. Das ist das, das niemand dir erklärt. Das ist das, das du verstehen musst, wenn du in einer deutschen Nachbarschaft leben möchtest. Die Regeln sind da, um Frieden zu schaffen. Die Grenzen sind da, um Sicherheit zu schaffen. Und aus Frieden und Sicherheit wächst echte menschliche Verbindung. Also, wenn dein Nachbar dich nicht grüßt, wenn dein Nachbar dir einen Zettel hinterlässt, wenn dein Nachbar dir sagt, dass du die Mülltrennung falsch gemacht hast, dann nimm das nicht persönlich. Nimm das als einen Akt der Kommunikation. Nimm das als eine Gelegenheit zu lernen. Nimm das als einen Schritt hin zu einer echten Nachbarschaft und vielleicht sogar zu einer echten Freundschaft. Und damit enden unsere 8 ungeschriebenen Regeln. Damit endet unsere Reise in die Seele der deutschen Nachbarschaftskultur. Du verstehst jetzt, warum Marc eine Partyregel brechen musste lernen. Du verstehst, warum Bianca ihre Musikstunden anpassen musste. Du verstehst, warum Thomas sein Fahrrad umstellen musste. Du verstehst, warum Priya ihre Mülltrennung lernen musste. Du verstehst, warum James die professionelle Distanz verstehen musste. Und du verstehst jetzt wirklich, dass all diese Regeln nicht böse sind. Sie sind weise, sie sind fair, sie sind auf ihre Art ein Liebesgruß an die Menschheit. Willkommen in Deutschland.